viel Sonne, tolle Strände, das ist Gran Canaria. Aber eben nicht nur. Die Insel bietet jede Menge Überraschungen. Eine Woche Gran Canaria. Was kann man dort alles erleben? Ja, auch dann, wenn man wie ich keinen allzu großen Geldbeutel hat. 1.000 € inklusive Flug und Unterkunft. Ob das hinhaut? Das ist es. Gran Canaria, die drittgrößte Kanareninsel und bei den Deutschen super beliebt mit über 300 Sonnentagen. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Aber wie sieht's aus beim Blick ins Portemonnaie? Was kriegen Sie für 1.000 €, wenn Sie eine Woche hier Urlaub machen wollen? Das finde ich raus. Das ist meine Challenge. Flug, Unterkunft und all die Erlebnisse. Kriegt man das heutzutage noch? Wir finden's raus bei Was kostet Urlaub auf Gran Canaria? Hola Gran Canaria. Meine Reise beginnt in Mas Palomas, dem Urlauber-Hotspot im Süden der Insel. Gerade gelandet, schon bin ich mittendrin im Trubel, hier am Playa des Ingles, einem der beliebtesten Strände. Trotz Nebensaison ist hier richtig was los. Einige sind auch kostümiert. Habe ich da irgendwas verpasst? Da vorne läuft schon der Kapitän rum. Hier laufen überall verkleidete Leute rum. Keine Ahnung warum. Servus, nicht weitergehen, bleiben Sie stehen. Sie sind als Matrose oder als Captain und Sie als Matrosin. Warum? Tja, wir sind vom Bodensee und Dann kommen Sie mal mit Kapitänsmütze an vom Bodensee. die Kultur hierher. Das ist ja nett von Ihnen. Ist das wirklich der Grund? Na, wir sind im Urlaub hier natürlich und wegen Karneval, du musst gesagt, den Tag, den nennen wir jetzt Karneval? Karneval. Das erklärt die ganzen Verrückten, die mit den Kostümen rumlaufen. Ja, ist so. Okay, das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Heute Abend soll es hier richtig rund gehen. Davor checke ich erst mal ein. Und zwar in dieser Bungalow-Anlage, nicht weit entfernt vom Strand. 50 Bungalows gibt es im Sahara Beach Club und Martin bringt mich zu meinem. Vor 33 Jahren kam der gebürtige Österreicher auf die Insel, ursprünglich als Animateur. Sieht doch ganz nett aus. Hier haben Sie Ihren Bungalow. Oh, das ist ja hübsch. Ja. Wenn's Ja, ja. Ja, kein Luxusapartment, aber alles da, was man so braucht. Ein Wohnbereich mit Schlafsofa, eine gut ausgestattete Küche und ein kleines Bad mit Dusche. Alles frisch renoviert. Der Bungalow ist für bis zu 4 Personen und kostet pro Nacht 126 €. Verpflegen muss ich mich aber selbst. Bei der Unterkunft trickse ich ein wenig, denn der Bungalow kostet 126 € die Nacht. Da die meisten zu zweit reisen, macht das pro Person nur die Hälfte, also 63 €. Und so komme ich für die Unterkunft bei 6 Nächten auf 378 €. Hin- und Rückflug kosten insgesamt 205 €. Bleiben für mein restliches Budget also noch 417 € für alles, was noch kommt, inklusive Selbstverpflegung. Doch erstmal gibt's Karneval. Ich habe gedacht, ich bin im Urlaubsort. Jetzt bin ich hier im karnevalistischen Hotspot-Zentrum von Gran Canaria gelandet. Und da ist sie, die Sardine. Und wegen dieser Sardine steht der ganze Ort Kopf. Denn heute ist der letzte Tag des Karnevals und da kommt der Sardine eine ganz besondere Bedeutung zu. Dafür gehen hier alle zum Strand und bestaunen das Spektakel der brennenden Sardine. Und dann ist es soweit.
Ich bin noch nie in meinem Leben einer Sardine hinterhergelaufen, dann brennt die am Ende auch noch. Aber dass sich das tausende Menschen hier angucken und völlig begeistert sind, absurd, aber wunderschön. Und jetzt noch mit dem Feuerwerk, also war was ganz anderes. Tag 2 auf Gran Canaria. Erstmal entspannt frühstücken auf meiner Terrasse. Morgens und abends verpflege ich mich selbst. Das schont meine Urlaubskasse. Mein erstes Ziel heute liegt direkt vor meiner Nase. Die Dünen von Mas Palomas. Wow! Jetzt mal ernsthaft. Das ist der größte Sandkasten, den ich je gesehen habe. Wie schick ist denn das? Und vor allem geht es richtig, richtig tief runter. Also fallen kommt hier nicht so gut, aber es ist traumhaft schön, oder? Wie eine Postkarte. Und auch ein bisschen wie auf einem anderen Planeten. Ein riesiges Sandareal, ganze 6 Kilometer lang. Wow! Und klar, ich bin nicht der Einzige hier. Was zahlen Sie denn für 4 Wochen? Also wir haben ein ziemlich preisgünstiges Apartment gekriegt. Was zahlen wir denn? 1700, glaube ich. 1700, ne? ja. 1700. Für beide aber dann, oder? Ja, für Ja, zwei. genau. Ja. Ja. Haben Sie für mich so einen Tipp, was ich mir unbedingt hier mal angucken sollte? Hauptstadt Las Palmas Ja. ist absolut Tipp. Die haben einen wahnsinnig tollen, schönen Stadtstrand. Kann ich nur empfehlen. Wird ja mit der Copacabana sogar verglichen, dieser Las Canteras Strand. Ja, ja. Da sollte man sich angucken. Fährt man mit dem Bus von hier aus einfach auch ganz locker hin. Übrigens kann man da auch sparen, wenn man mit dem Bus fährt. Ne? Ist das eine gute Anbindung hier, verkehrstechnisch? Ja. Klasse. Ja. Also das ist optimal. Muchas gracias für den Tipp und adios, kanarische Mini-Wüste. Denn für mich geht's nach einem kräftigen Schluck Wasser weiter in Richtung Südosten, an die Bucht Bahía de Formas. Tatsächlich ist Gran Canaria einer der weltweit beliebtesten Spots für Windsurfer. Habe ich noch nie gemacht und kostet nicht die Welt. Diego ist mein Surflehrer. Hola. Oh, Sven. Hey, schön dich zu treffen. Wie geht's dir? Fine, what about you? Wie geht's dir? Perfekt. Es ist schon ziemlich windig heute und das ist meine erste Surfstunde. Ist das wirklich ein guter Tag für einen Anfänger wie mich? Klar, auf jeden Fall. Was benötige ich denn alles? Eigentlich nur den Neoprenanzug. Den ziehst du an und wir üben erstmal hier an Land. So 10 Minuten. Dann geht es ab aufs Wasser. Nach 10 Minuten? Hier? Ja, aber wenn du 10 mehr brauchst, kein Problem. Nee, ist schon okay. Gerade mal 10 Minuten an Land üben? Boah, das kann ja was werden. Jetzt bin ich dran. Trockenübungen für Anfänger. Was soll ich noch mal machen? Boah, das ist noch nicht so meins. Mal gucken, ob das was wird. Er sagte mir, da vorne geht es nach Marokko, da soll ich nicht hinfahren. Aber ehrlich gesagt habe ich mir das leichter vorgestellt und habe jetzt hier schon Probleme. Ganz langsam, keine Eile. Okay. Vertrau mir. Komm, wir gehen aufs Wasser. Okay. Bereit? No. Die Surfschule hier gehört übrigens dem ehemaligen Profi-Windsurfer Björn Dunkerbeck. Der besitzt sagenhafte 42 Weltmeistertitel. Das werde ich wohl nicht mehr schaffen. Das war gut. Es ist sehr, sehr windig heute, aber zum Schluss, das war wirklich fast perfekt. Ich übersetze mal. Er sagt, ich bin der nächste Björn Dunkerbeck und er bedankt sich bei mir, dass ich trotz dieses heftigen Windes so gut auf dem Board stand. Gracias! 65 € haben sich total gelohnt. Ich bin wirklich platt wie Hulle. Hol mir jetzt ein Eis, brauche eine kleine Pause, aber macht schon Spaß.
Warte, vergiss dein Board nicht. Der Tag war lang, anstrengend, sandig, aber wunderschön. Das hat sich gelohnt, aber für heute ist auch wirklich Schluss. Bleibt nur noch die Buchführung mit Surfkurs, einem Einkauf im Supermarkt plus Restaurantbesuch. Hat mich insgesamt 160 € gekostet. Also so darf ich schon mal nicht weitermachen. Tag 3 auf Gran Canaria. Heute ist Sparen angesagt. Das heißt für mich Busfahren. Wenn man die Insel erkunden will, gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Also warum nicht mal den Bus nehmen? Und genau das mache ich. Und wundern Sie sich nicht, ich schicke mein Kamerateam gleich los. Die fahren mit dem Auto. Mal gucken, wer schneller ist. Auf geht's nach Las Palmas. Ich mit dem Bus, mein Team im Auto. Die Guaguas, so heißen die Busse hier, verbinden fast alle Orte der Insel. Insgesamt gibt es auf Gran Canaria 120 Buslinien. Die Hauptstadt Las Palmas ist besonders gut vernetzt. Von Maspalomas aus gibt es eine Direktverbindung über die Küstenautobahn. 6,25 € kostet mich das Ticket pro Strecke, finde ich aber vollkommen okay. Mit etwas Verspätung erreiche ich den Busbahnhof San Telmo. Na, mal gucken, ob mein Team schneller war. So, hat jetzt noch eine Stunde gedauert. Aber als ich dann erstmal auf der Autobahn mit dem Bus hier war, dann hieß er doch schon deutlich zügiger. Nur keine Ahnung, wo das Team steckt. Na, da stehen sie. Beide Herrschaften, da. Hallo. Na? Wie seid ihr jetzt schon hier? Bisschen mehr als 10 Minuten und wir haben noch einen Parkplatz gesucht. Ja, ich auch mit meinem Bus. Hab sogar einen gefunden, Überraschung. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen Las Palmas an, wa? Ob Bus oder Auto, macht also kaum einen Unterschied. Gut, dass ich mir noch keinen teuren Mietwagen gebucht habe. Las Palmas ist mit 380.000 Einwohnern die größte Stadt auf den Kanaren. In den südlichen Stadtteilen Triana und Vegueta steckt der Ort voller Geschichte. Ich sehe was Sie nicht sehen. Das ändern wir jetzt. Gucken Sie sich das mal an. Ist das prachtvoll? Hier auf so einem richtig fetten Platz. Und dann hat man einen Blick auf diese Kathedrale hier. Also man merkt, hier steckt echt eine Menge Geschichte hinter. An jeder Ecke, durch jede Gasse, wo man geht, merkt man, man kann das förmlich einatmen. Schick, richtig schick. Mehr als 400 Jahre wurde an dieser Kirche gebaut. Ein echter Besuchermagnet. Okay, gucken wir mal auf diese wunderschöne Stadt hier. Ne? Stehen Sie vor so einer Kathedrale. Was sind denn Ihre Eindrücke, die Sie bisher aus Las Palmas mitgenommen haben? Also die Kolonialzeit ist sehr dominant und die prägt das Ganze. Wir sind hier oben auf der St. Anna oder in der St. Anna und auf dem Turm angefangen. Das war sehr eindrucksvoll. Was haben Sie bezahlt hier für den Eintritt? 6 €, ne? Ja, 6 € für Erwachsene und du? 4 für Kinder. 4. Okay, hat es sich gelohnt, 4 € dafür? Ja. Wirklich? Sag ehrlich. Doch, hat Okay. ja. Okay, für 6 € gönne ich mir das auch. Mit dem Aufzug komme ich bis auf den Südturm. Von hier habe ich einen herrlichen Blick über die Altstadt bis ins endlose Atlantikblau. Am anderen Ende der Stadt liegt der Playa de las Canteras, einer der schönsten Stadtstrände der Kanaren. Und ein Paradies für Surfer. Nicht weit von hier gibt es sogar ein eigenes Hostel für Surfer. Das soll besonders günstig sein. Doch wie steht's da um den Komfort und wer übernachtet hier so? Hola. Hallo, hi. Das sieht wie Thomas aus. Ja, das ist richtig, ja. Hey, das ist Hallo, Sven. willkommen. Grüß dich. Sehr gut angekommen. Super. Thomas kam vor 17 Jahren zum Studieren nach Gran Canaria. Nach rund 2 Jahren stand für ihn fest, hier bleibe ich und ich mache auch gleich ein Hotel auf. Auf den ersten Blick wirkt alles sehr entspannt hier. Dürfen wir hier rein so einfach? Ja, wir haben die Gäste vorgewarnt, die sind alle geflüchtet.
Ja, so schön sind Wir haben gar die Zeit gegeben zu flüchten. Ja. Ach, guck mal hier, direkt mit Meeresblick. Genau. Da hört man auch die Wellen im Zimmer. Und ist ja. schnell durchgelüftet, ne? Ja, genau, ja. Wie viele Zimmer habt ihr und wie viele Betten? Wir haben 6 Zimmer, 32 Betten. Also wir haben 4er-Zimmer, 6er-Zimmer, 8er-Zimmer. Und da kann sich der Gäste ein bisschen aussuchen, auch, was ihnen am besten passt. Ja, kommt so ein bisschen wie so eine hippe Jugendherberge rüber. Die Übernachtung kostet je nach Saison und Nachfrage zwischen 23 und 40 Euro. Auf jeder Etage gibt's ein Gemeinschaftsbad für alle. Okay, und das muss man natürlich mögen. Ich habe lieber etwas mehr Privatsphäre. Thomas, ich weiß nicht, wie lange du auf dieser Insel noch bleiben möchtest, aber du machst mir nicht den Eindruck, als wärst du unglücklich. Ja, ich habe vor, hier zu sterben, aber relativ spät. Ja, Ja, lass dir Zeit damit. Ja. Vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Gerne, ja. Alles Gute dir. Danke. Tschüss. Ciao, Tschüssi. ja. Tschüss. Einen Tipp gibt mir Thomas noch mit auf den Weg. Die Noche de Tapas in der Altstadt. Jeden Donnerstag gibt's hier Tapas und Pinchos für je 3 Euro. Pinchos heißt alles, was mit einem Zahnstocher aufgespießt wird. Und die Auswahl ist riesig. Und fast alle Bars und Restaurants in der Nähe der Fußgängerzone machen mit. Ja, ich auch. Das Schöne ist, man kann sich so durchprobieren. Man muss kein Gericht bestellen und hängt daran fest, sondern man kann sich mal quer hier durch die Köstlichkeiten Spaniens kuttern. Und die sind nicht nur richtig lecker, sondern auch sehr, sehr günstig. Zeit lassen kann ich mir übrigens auch, denn die Busse zurück nach Maspalomas fahren bis 3 Uhr morgens. Ich finde es super praktisch. Tag 4 auf den Kanaren und ich habe mir für heute einiges vorgenommen. So, da ist es. Mein Zaubermoped für den Tag. Ich habe mir einen Mietwagen geschossen für einen günstigen Kurs, denn ich finde, man kann so eine Insel echt gut erkunden, wenn man dem flexibel ist. Und das geht mit so einem Wagen natürlich ganz gut. Aber ich sehe jetzt schon, diese Knutschkugel und ich, 1,93 und dieser Wagen, wir werden wahrscheinlich keine Freunde. Da ist aber wenig Platz hier. Egal. Kleiner Kurs, kleines Auto. Und ab geht's. 35 Euro kostet mich dieser kleine Mietwagen pro Tag. Mehr gibt mein Budget eben auch nicht her. Mein Ziel? Barranco de las Vacas. Und obwohl ich früh los bin, bin ich nicht der Einzige heute Morgen. Zack. Selbst Busse fahren hier hoch. Gucken Sie sich mal diese Reihe an Autos an. Kein Mensch war in den Serpentinen zu sehen, außer die hinter mir, die gehupt haben, weil sie vorbei wollten. Und jetzt parken die hier alle. Wo bin ich denn überhaupt? Wo muss ich hin? Ich will ja zum Barranco, zum Canyon, zum Grand Svennion. Ob ich den heute noch finde? Ich guck mal. Von der Straße weg führt ein schmaler Trampelpfad hinunter in den Barranco. Von oben, da sehe ich schon was. Jetzt nur noch durch einen kleinen Tunnel und ich bin da. Das ist fast schon Bergsteigen hier. Wow, das ist er, der Canyon. Servus. Sie sprechen Deutsch? Ja. Hier geblieben. Deutsches Fernsehen, hallo. Hallo. Wo kommen Sie her? Hamburg. Hamburg, wie Ja. schön. Sie machen eine Woche Urlaub hier auf Gran Canaria, oder? Ja. Wie sind Sie auf diesen Spot gekommen? Das sieht ja traumhaft aus. Über Instagram. Instagram. Ja. Und dann auch so ein schönes Influencer-Foto Ja, gemacht. genau. Ja. Können wir mal sehen, wie es geworden Also, ich weiß nicht, ob es jetzt Influencer-tauglich ist. ist? Ist egal, das ist ja ein Urlaubsfoto. Aber das sieht ja jetzt nicht nach Gran Canaria aus, oder? Nee, Das ist, hättet ihr das erwartet hier? Nee, Nee. tatsächlich nicht. eher so Grand Canyon-mäßig, USA mehr, ja. Stimmt. Sieht hier tatsächlich ein bisschen aus wie in Arizona. Die Schlucht ist allerdings gerade mal 350 Meter lang. Im hinteren Teil ist ein großer, runder Fels. Und genau da will ich hin. Da muss man sich ducken, sonst landet man auf Touri-Fotos.
So, das ist es jetzt. Ja, hier hätte man doch locker noch einen Teil von Indiana Jones drehen können. Das sieht ja schon schön aus, aber klein, ne? So, jetzt möchte ich aber auch ein Erinnerungsfoto von mir. Urlauberin Ingrid aus Bayern übernimmt das. War das stark? Ja? Sagen Sie mal. So schön sind Sie gar nicht wie auf den Fotos. Wirklich? So schön bin ich gar nicht wie auf den Fotos. Hören Sie mal, da bin ich doch bildhübsch. So kenne ich mich auch nicht. Sag ich Ihnen doch, Sie sind auf den Fotos schöner wie echt. Mein Fazit. Also wenn Sie hier hinkommen sollten, nehmen Sie Zeit mit, weil irgendeiner drängelt sich immer durchs Bild. Der nächste will ein Foto machen, also ein bisschen Stress kommt auf. Aber wenn Sie dann doch mal einen ruhigen Moment haben, kriegen Sie extrem schöne Urlaubsfotos hin. Also ich bin happy. Auf meiner Rückreise mache ich einen Schlenker in den Südwesten und fahre nach Puerto de Mogan. Ich habe jetzt mit so vielen Menschen hier gesprochen, die mir einen Tipp immer mal wieder gesagt haben: Geh nach Mogan. Es soll einer der schönsten Orte hier sein. Und beim ersten Blick kann ich das bestätigen. Bunt, farbenfroh und auch wirklich sehr attraktiv. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so ein Must-See ist. Los geht's in den Blumengassen direkt hinter dem Hafen. Und das sieht tatsächlich sehr malerisch aus. Am Hafen dann gibt's jede Menge Kanäle und Brücken. Und das hat auch echt was Besonderes. Gucken Sie mal, ich habe mir ein Eis gegönnt. Und wenn ich sage gegönnt, meine ich das wirklich so. 2,70 € kostet hier eine Kugel. Ich dachte kurzfristig, ich bin in Monaco gelandet. So viel habe ich noch nie für eine Kugel Eis bezahlt. Damit es ein bisschen günstiger wird, habe ich 2 genommen. Kostet dann nur 3,90 € das ganze Menü. Mal probieren. Ja, ist okay. Mehr aber auch nicht. Keine Frage, für das hübsche Örtchen hier zahlt man auch ganz schön viel. Ein Doppelzimmer in dieser Anlage etwa kostet bis zu 430 €. Wer in Mogan Urlaub macht, braucht also eine gut gefüllte Urlaubskasse. Das stimmt. Es ist wirklich das kleine Venedig von Gran Canaria. Mogan ist traumhaft schön. Ein kleines verschlafenes Nest, würde ich eher sagen. Hier ist alles ein bisschen entspannter, auch am Strand. Aber das M in Mogan steht für Moneten. Die zahlen sie nämlich oben drauf. Apropos Moneten, wie steht's denn eigentlich mit meinem eigenen Budget? Kassensturz. Nach 4 Tagen habe ich fast 880 € ausgegeben, inklusive Flug und Übernachtung. Bleiben mir also noch 123 € für den Rest der Reise. Am nächsten Morgen bin ich noch einmal mit meinem Mietwagen unterwegs. Es geht auf zur Inselmitte und zum Wahrzeichen Gran Canarias, dem Roque Nublo, einem mächtigen Basaltfelsen auf 1800 Metern Höhe. Dort bin ich mit Marco verabredet. Ja, servus. Ja, hi. Hi, Sven. Hi, Marco. Freut mich. Über Marco habe ich im Internet gelesen, dass er Auswanderer-Coach ist, also Leute berät, die wie er ihren Traum vom Inselleben verwirklichen möchten. Jetzt kommen auch die Touris, ne? Ja, das stimmt. Vor einer halben Stunde war eigentlich noch nichts los hier und jetzt kommen die ersten Busse an und man merkt direkt, klar, das ist hier das Wahrzeichen Gran Canarias. Das spürt man direkt, weil alle hierher kommen und diesen Monolith unbedingt sehen wollen. Jetzt wurde gerade eine ganze Busladung rausgeworfen. Aber so ist das ja auch. Man hat hier nicht unbedingt seine Ruhe, aber das ist in Ordnung, oder? So ist es. Man wird mit der Aussicht entschädigt. Ja, die ist wirklich spektakulär. Was ist das denn noch der richtige Weg? Scheint so. Das ist schon ordentlich hier. Und das wird noch krasser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, das ging so gemütlich los, ne? Uff, das da. Oh, ein Ende ist in Sicht. Guck mal. Das sieht ja aus wie auf der Mondlandschaft.
Klar, hier oben sind wir natürlich nicht alleine, aber wow, was für ein Anblick. Vor uns der Roque Nublo, ringsum die höchsten Berge der Insel. Guck mal, eine Sache wollte ich noch zeigen. Siehst du die ganzen Wolken da hinten? Also wir befinden uns jetzt gerade über den Wolken. Ach, das ist ja krass, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, weil es hier oben so leicht staubig diesig ist, aber das stimmt. Genau, und die Besonderheit ist auch der Roque Nublo. An sich, das Wort Roque Nublo bedeutet ja Wolkenfelsen, übersetzt aus dem Spanischen heraus, weil auch diese Region, dieser Roque Nublo, einfach diese Wolken auch anzieht und nochmal so ein Naturspektakel sich daraus ergibt. Irre. Aber da sieht man mal, wie hoch wir sind. Und das Ganze für einen kleinen Kurs. Und der Kurs ist so klein, hat gar nichts gekostet. Im Küstenort Puerto Rico darf ich Gran Canaria noch einmal von hoch oben aus bestaunen. Wie das geht, das erfahre ich hier. Hab nur das kleine Problem, ich habe ein bisschen Höhenangst. Wie hoch geht's denn? Also das Seil ist 250 Meter lang. Bitte? Nach hinten. Ah, okay. Aber geht doch 100, 120 nach oben. Das ist aber noch mindestens 80 zu viel nach oben. Kriegen wir das ein bisschen weniger hin? Ja, das können wir doch machen. Einigen wir uns auf 40? Dann gibt's 50. So viel kostet für mich allein, oder? Ja. 50 € kostet mich das Parasailing-Abenteuer. Und dann geht's raus aufs Meer. Und so ein bisschen Bammel habe ich da schon. Noch geht's. Aber das sind doch erst 2 Meter. Boah, ich krall mich hier die ganze Zeit fest. Ich hoffe nur, dass diese Trägerseile hier halten. Es wackelt dann doch ganz schön. Manchmal knackt das da oben verdächtig. Das ist nicht mein Ding. Ich fahre jede Achterbahn, ne? Aber so ein Wackelding hier, das ist gar nicht meine Welt. Jetzt gucken Sie mal da runter und sagen Sie mal ganz ehrlich, das sind keine 40 Meter hier. Als ich mich aber einmal an die Höhe gewöhnt habe, da kann ich es hier oben dann doch noch genießen. Ein wirklich einmaliges Erlebnis. Und wie hoch warst du? Also, du hast ja 40 gesagt. Ich würde sagen 150. Wie viel waren es? 70 Meter. Ja, treffen wir uns in der Mitte. Hat sich aber nicht so angefühlt. Also ich habe ja eigentlich Höhenangst, aber da oben hatte ich keinen Bammel. Also es ging wirklich tatsächlich ganz gut. Hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Schönes Urlaub noch. Dankeschön. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Eine Woche Urlaub auf Gran Canaria. Eine Woche voller Erlebnisse. Ich habe die Wahrzeichen der Insel erkundet, war in der kanarischen Mini-Wüste. Ich bin zu einem der größten natürlichen Felsen weltweit gewandert und beim Parasailing habe ich die Insel aus einer völlig neuen Perspektive kennengelernt. Mit 1.000 € inklusive wollte ich auskommen. Hat das hingehauen? Flug und Unterkunft machten zusammen 583 €. Für den Mietwagen und die Busse zahlte ich 113 € und meine Erlebnisse kosteten 121. Meine Verpflegung schlug mit 153 zu Buche und unterm Strich bleiben sogar 30 € über. Und was mir persönlich richtig gut gefallen hat, war diese durchgängig tolle Temperatur. Und das macht auch was mit den Urlaubern und den Menschen vor Ort. Die waren nämlich super freundlich. Mir hat's gefallen. Ich hoffe Ihnen auch. In diesem Sinne, adios, a quanto cuestan. Oder wie man so schön bei uns sagt, bis zum nächsten Mal bei Was kostet?